Ja, wir sind in Kaltenwestheim, kleines Dorf, 600 Einwohner, Mittelgebirge, so 500 Höhenmeter plus minus, ländlich geprägt, keine Industrie und ja, lässt sich gut leben, so. Die meisten sind trotzdem geflüchtet vom Land in die Stadt zum Studieren und sind verschwunden. Ja, manche sind geblieben, die wenigsten sind in der Landwirtschaft geblieben oder in die Landwirtschaft zurückgekehrt. Ja, also ich bin ja hier auf dem Hof aufgewachsen. Die Großeltern hatten so eine Selbstversorgerlandwirtschaft, 2 Kühe, 2 Schweine, ein paar Hasen, ein paar Hühner. Das war für uns Kinder ganz normal Alltag. So, es gab immer Tiere, es gab immer die Produkte, gab es halt irgendwann ein Kälbchen, was dann einem gehörte und dann so wuchs man da hinein. Landwirtschaft ist kein attraktiver Beruf. Schlechte Arbeitszeiten, weil viele Stunden und auch zu Zeiten im Sommer, wenn das Wetter schön ist, muss viel gearbeitet werden. So. Das schreckt halt viele junge Menschen ab. Zweitens ist es finanziell auch nicht so, dass man sorgenfrei durchs Leben geht, sondern ist schon viel von Idealismus geprägt. Ich habe ein duales Studium gemacht. Da hat man ja schon so, lernt man den Arbeitsalltag kennen. Ich habe auch also Studium abgeschlossen. Ich hätte auch ganz normal arbeiten können als Ingenieur. Hätte ich es aus mancher Perspektive vielleicht auch einfacher haben können. Vor 50 Jahren hatte jeder Tiere, mittlerweile nicht mehr. So kleine landwirtschaftliche Betriebe, die das im Vollerwerb oder Nebenerwerb betreiben, gibt es fast gar keine. Ja, man hört es ja auch immer so, Höfe sterben, Bauern geben auf, hören auf, haben keine Nachfolger, die Bürokratie, was es da für Faktoren gibt. Aber ich war mir immer sicher, dass es irgendwie funktionieren muss. Es geht einfach nicht, dass wir alles importieren. Also wir müssen in der Lage sein, unsere Lebensmittel selbst zu produzieren. Und es muss auch in einer Größenordnung funktionieren, die größer ist als nur der Hausgarten und aber kleiner ist als irgendwie 5000 Hektar in einem Betrieb. Also es muss einen Mittelweg geben, wie das für kleine Betriebe funktionieren kann. Weil das hat über Jahrhunderte, Jahrtausende funktioniert und nur in den letzten 30 Jahren soll es auf einmal nicht mehr funktionieren. Das war so das Selbstverständnis für mich. Es kann nicht sein, dass wir unser Essen einmal um die Welt schaffen. Idefix, komm her. Also das Geflügel, die Legehennen mit den Eiern und die Hähnchen und die Gänse, das ist so das Hauptgeschäft. Das ist das Hauptgeschäft, ja. Und die brauchen auch nicht so viel Fläche, da würden 3 Hektar völlig ausreichen. Aber das Herz hängt halt an den Rindern und deswegen gibt es sie auch noch. Wenn man das jetzt mal richtig hart kalkulieren würde, müsste der Rotstift angesetzt werden und das will man halt nicht. So, was dann so ein bisschen das Problem immer ist. Tja. Die sind einfach cool. Also die sind einerseits riesengroß, unbändige Kraft
was man denen auch gar nicht ansieht, so auf den ersten Blick. Aber gleichzeitig total ruhige, gutmütige Geschöpfe. So, und diese Mischung aus der puren Gewalt auf der einen Seite und ja, diesem Sanftmut ist cool. Also wenn das jetzt alles klappt, wenn die eine gute Mutterkuh wird, wenn nichts schief geht, in 15 bis 20 Jahre, so ganz grob. Die älteste ist die Lisa, die ist jetzt so ungefähr 7 Jahre alt. Das ist so die älteste. Und das ist übrigens die Mutter von der Rosa und auch von der Lotti. Die wirft immer den Kopf so wild umher, wenn man sie streichelt. Das ist witzig. Ist das richtig? Du auch? Doch, jeder hat ihren eigenen Charakter. Die ist voll beleidigt. Man merkt auch gleich, die haben auch nicht nur gute Tage. So, wenn jemand mal genervt ist, wie bei Menschen auch, dann merkst du das auch. Manche sind zickig, manche sind selbstbewusst, andere sind eher zurückhaltend. Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter. In meinem Verständnis ist natürliche oder biologische Landwirtschaft mit dem zu wirtschaften, was die Natur einem gibt. Und Gras kann der Mensch halt nicht essen. So, und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Man überlässt es der Natur oder man nutzt es. Und das geht halt am allerbesten durch Wiederkäuer, weil die sind ziemlich gut darin, Gras in Fleisch umzuwandeln. Ja? Ich für mich esse halt gerne Fleisch und ich möchte auch gerne Fleisch essen. Und für mich ist es auch okay, dass dafür dann ein Tier stirbt. Umso wichtiger ist aber auch, dass das Tier dass es wertgeschätzt wird, dass es was Besonderes ist und auch, dass es ganz verarbeitet wird. Dass nicht nur die Edelteile gegessen werden und der Rest fliegt auf den Müll. Umso trauriger ist auch, dass zum Beispiel die Nebenprodukte wie das Fell quasi gar keinen Gegenwert mehr haben. Wir haben uns jetzt entschieden, ein Fell selber gerben zu lassen, um uns das dann ins Wohnzimmer zu legen. Um dann zu wissen, ja, alles klar, da liegt die Clara. Ist für viele auch sehr morbide und klingt auch komisch, wenn man dann sagt, ja, das ist die Clara. Oder man isst ein Steak und sagt sich, ja, das ist die Clara oder der Emil oder der Cäsar. Viele Leute finden es sehr komisch. Für mich ist es auch wieder ein Zeichen der Wertschätzung und auch zu sagen, ja, ich freue mich, wir können das essen, was wir produziert haben und wir wissen auch, wir haben nichts davon weggeschmissen und das Tier ist nicht umsonst gestorben im Endeffekt. So, und ich finde es einfach schön, Tiere draußen zu sehen. Und deswegen Weidewirtschaft, ja, und ich bezeichne mich auch gerne als Bauer, so, auch wenn es oftmals auch ein Schimpfwort war, eine Beleidigung. Aber ich bin stolz, Bauer zu sein. So.